Servus Freunde, wahrscheinlich geht es euch wie mir. Ihr plant euren Garten, ihr plant die Bewässerung, ihr setzt alles um, super. Und gefühlte 5 Minuten später fallen euch ein Haufen Sachen ein, die ihr gerne noch anders machen würdet oder gerne ändern würdet. Genau sowas machen wir heute. Ich habe hier noch ein leeres Eck hinter meiner Garage, da ist ein Dachüberstand drüber, da will ich wunderbar ein paar Tomaten und ein paar Gurken ziehen. Ein paar Himbeeren kommen hier hinten noch in die Ecke. Ist bisher alles relativ ungenutzt, das will ich ändern. An die Hauptbewässerung anschließen will ich es nicht mehr. Aber hinter dieser Wand verlaufen viele Rohre von meiner Bewässerung. Dort werde ich mich dran klemmen, werde hier einen Wasserhahn rausziehen und einfach einen kleinen Bewässerungscomputer drunter hängen. Dazu habe ich im Baumarkt erstmal ein bisschen eingekauft heute Morgen. Auf Amazon natürlich noch ein paar Sachen geshoppt, die man nicht in jedem Baumarkt kriegt. Und ihr habt jetzt die große Ehre, mir dabei zuzusehen, wie ich das hier stümperhaft alles anbaue. Jeder Installateur wird sowieso die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was ich hier mache. Egal, es funktioniert. Vielleicht lernt ihr trotzdem was dabei. Gucken wir mal, wie das Ergebnis wird. Ich habe mir die Sachen schon mal ein bisschen vormontiert, damit es schneller geht. Ich habe hier einen Hahn mit 2 Auslässen. Hinten werde ich den Bewässerungscomputer dranhängen. Vorne bleibt dann einfach offen. Kann man sich Wasser ziehen, wenn man es braucht. Das ganze Ding kommt durch die Wand. Auf der anderen Seite der Wand wird es dann mit diesem Panzerschlauch angeschlossen. Hier einmal an einen Auslass, den ich extra offen gelassen habe. Und hier ans Rohr, das ihr gerade gesehen habt. Zwischenräume habe ich mit Teflonband zugemacht. Ob es wirklich dicht ist, sehen wir dann, wenn Druck drauf ist. Schauen wir mal. Leute, das Ding sitzt. Eigentlich wollte ich den Hahn bündig an der Wand sitzen haben, habe aber leider das Rohr viel zu lang gekauft. So im Nachhinein gefällt es mir so sogar viel besser, weil da hier Blumenkübel stehen, kommt man eigentlich noch gut an den Wasserhahn hinterher dran. Unterbewusst bin ich halt doch ein Genie. So Freunde, alles angeschlossen. Schauen wir mal, was passiert. Wenn es am Anfang ein bisschen tropft, nicht schlimm, einfach mal beobachten. Eventuell hört es nach ein paar Minuten schon auf, bis sich alles schön unter Druck gesetzt hat. Wir haben Druck auf der Leitung und alles trocken bisher. Auch hier drin, hier ist alles trocken. Auch da, alles trocken. Ein guter Start. Im nächsten Schritt kommt jetzt der Bewässerungscomputer dran, aber vorher brauchen wir natürlich erstmal ein paar Pflanzen hier im Eck. Die Himbeeren, die stehen mittlerweile, also machen wir weiter. Hier kommt jetzt der Bewässerungscomputer dran, aber jetzt bauen wir uns erstmal den Teil, der hinterher die 4 Kübel hier bewässern wird. Also ab an die Werkbank. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen zum einen PE-Rohr. Keine Sorge, so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen Schläuche, wir brauchen Sprüher, wir brauchen einen Anschluss mit Gewinde, wir brauchen ein Endstück, wir brauchen Anschlussklemmen und ein bisschen Werkzeug. Wie ihr so eine Beetbewässerung aufbaut, ist am Ende euch überlassen. Es gibt hier viele Wege, um ans Ziel zu kommen. Ich zeige euch hier meinen Weg, wie ich es immer gerne mache. Ich starte immer mit einem PE-Rohr, damit ich möglichst viel Fläche habe, von dem ich hinterher verschiedene Schläuche abzweigen kann. Das heißt, ich mache einen Endstopfen drauf, damit das dicht ist auf der einen Seite. Ans andere Ende kommt ein Gewinde und dazwischen kann ich eben mir das Wasser abzapfen, mit dem ich hinterher Sprüher, Tropfer oder was auch immer bewässern will. Ich werde hier noch diverse Videos zur Bewässerung machen können. So, fertig. Wir haben die ersten 2 Anschlüsse. Da kommen dann die Schläuche dran. Das mache ich aber nicht hier, denn ich muss hier erstmal draußen messen, wie lange die sein müssen. An das andere Ende kommt jetzt noch mein Anschluss für das Halbzoll Innengewinde. Und wenn man das Werkzeug schon da hat, benutzt man es natürlich auch. Auch hier wieder entstopfen, einmal ein bisschen geweitet, dann rein, einmal festschrauben. Das Ding ist fertig und kann raus. Tja, Fail, ne? Wer nicht nachdenkt, der muss es eben zweimal machen und nochmal einkaufen gehen. Am Ende hat es dann funktioniert. Ich baue es hier alles einmal zusammen, das heißt, ich schließe die Sprüher an meinen Hauptschlauch an. Erstmal alles provisorisch, die Schläuche bleiben liegen, damit man schön sieht, wie das Ganze funktioniert. Hinterher liegt das natürlich alles hinter den Kübeln und dann heißt es gleich Wassermarsch und ihr seht, wie dann die Beetbewässerung später mal aussieht. Also, super easy am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mache nämlich noch ganz viele Videos zum Thema Bewässerung. Es gibt nämlich unzählige Arten, wie ihr Beete, Hochbeete etc. bewässern könnt. Also, abonnieren, nichts verpassen. Bis zum nächsten Mal.